Hallo ihr Lieben, heute geht es weiter mit dem Spielmodus Blitz. Das Wie im Fernsehen-Event startet diese Nacht und deshalb kommt unsere Grafik gerade passend. Ich habe schon mal ein Video gemacht, wo wir Tipps geben, wie du auch mit geringer SK dein Maximum an Punkten rausholen kannst. Ich verlinke dir das Video am Ende. Im heutigen Video zeigt Ron euch aber ein Beispiel. Wenn du weitere Videos dieser Art sehen möchtest, unterstütze uns gerne mit einem Like oder Abo. Und jetzt viel Spaß! Weiter geht's. Hier haben wir die Blitzteams. Möchte ich nochmal erklären. Da hat neulich einer irgendwo gepostet, hahaha, ich mach's mir ganz einfach, ich bin voll der kluge Mensch. Der hat gepostet Infinity Watch, Black Order, X-Men, hier die Eierköpfe, die Secret Avenger, Sinister Six. Also der hat einfach jedes Team zu 100% so genommen, wie es automatisch zusammengestellt ist. Und hat halt gesagt, hier Sure to Win 36 Teams. Ich begreife nicht, wie man so eine Hohlfrucht sein kann. Ne? Also Sure to Win heißt, dass man wirklich auch gewinnt mit den Teams und dass man nicht verlieren muss. Ja? Also, wie spielt Jackie? Weil ich blitze momentan überhaupt nicht, weil keine Zeit. Wir spielen immer von der höchsten SK runter auf die niedrigste SK. Aber wir kommen an einen Punkt, da hast du... Du bist am... warte, ich zeige euch das einfach. Oder? Kann ich gerade blitzen? Ja. Ich glaube, ich habe es beim letzten Mal auch schon gezeigt. So, Wayne. Für mich ist das total wichtig, weil gerade, wenn jetzt hier vielleicht jemand dabei ist, der nicht so häufig zockt, der sollte zumindest mal wissen, wie man richtig blitzt. Oder wie man Fehlerquoten minimiert. So. Oh. Energie. Also, wir wollen auf 8 spielen. Warum? 8 hat den Multiplikator 4 oder wir wollen auf 8 Schieß mich tot spielen, also noch höher, um mehr zu kriegen. Wir nehmen unser erstes Team, wir gucken, was es so gibt und müssen halt einfach nur wissen, was schlägt dieses Team mit 100%iger Wahrscheinlichkeit. Oh, das hier ist scheiße, das schlage ich. Ziehe ich einen Win? Bitte, keine Vorführeffekte jetzt. Das hier, Infinity Watch. Easy Win. Easy Win. Oh, wobei T-Gear war easy. Shadowland. Mein Shadowland ist jetzt 767 stark. Und ich liebe es im Krieg. Ich verfetze einfach alles. Hier ist es nicht ganz so einfach. Da könnte ich hiergegen sogar verlieren. Okay, also wir spielen jetzt so lange, bis ich kein Team mehr finde, wo ich sicher bin, dass ich gewinne. Hier könnte ich Pech haben, wenn er den richtigen Toon kopiert. Das sieht man ja nicht im Sim. So, Black Order. Black Order ist eigentlich relativ safe. Das ist nicht safe. Weil witzigerweise Sinister Six können die Black Order schlagen. Muss man wissen. So, jetzt habe ich schon mal 7 Wins geholt auf maximaler Punktezahl. Das ist toll. Also das ist in jedem SK-Bereich so. Wir reden nicht davon, dass ich jetzt hier 400 Trilliarden SK habe und andere Leute das deswegen nicht machen können. Das ist Quatsch. Das kann jeder in seinem SK-Bereich so spielen, wie ich es spiele. Das war knapp. Das kann ich auch nur empfehlen. Das ist ein super geiles Team. Das hier macht auch mega Spaß. Streamer-Kollegen haben ja neulich oder mehrfach schon gezeigt, wie man es nicht macht. So macht man es richtig. Deadpool hat den höchsten SK-Wert und ist der stärkste Charakter. Ganz wichtig, tut euch den Gefallen. Weil dann haut ihr, also ich im Krieg, im Sim wahrscheinlich jetzt nicht, aber im Krieg ist so ein Punch-Up lächerlich. Ich mache mit den 677k mache ich im Krieg eine 980er Symbionten-Team. Das hier wahrscheinlich nicht, weil der nicht auf Antivenom geht, genau. Der killt Antivenom nicht und dadurch verlieren wir das. Okay, sowas wollen wir nicht. Also das gilt es zu vermeiden. Ne, ich wusste vorher, dass das natürlich nicht funktioniert, aber ich bin jetzt wieder auf 8. Das ist kein Intentional Loss gewesen.
Muss ich erst wieder probieren hochzukommen. Und das würde passieren, wenn man die Teams halt so baut, wie es da von dem einen Kollegen halt empfohlen oder vorgeschlagen wurde. Oh, schlecht. Habe ich wieder nicht aufgepasst. Der Hulk, ne, der Hulk hätte alles zunichte machen können an der Stelle, wenn mein Goblin nämlich so eine Nulpe ist, aber der Damage Carry in dem Team. Okay. Aber jetzt wird es schon mal spannend. Also hier bin ich nicht 100% sicher, weil wir eine Teal-Gear Jessica Jones haben und einen sehr, sehr starken Teal-Gear Luke gepaart mit ihm. Sie ist keine Heldin, er ist kein Held. Boah, jetzt müsste ich lügen. Ich habe es nicht im Kopf, müsste ich nachgucken. Kritisch. Okay, also wir gehen mal jetzt davon aus, dass ich das Spiel nicht schaffen würde. Was mache ich also? Ich gehe in einen anderen SK-Bereich und ich gehe jetzt absichtlich einen weiten Weg. Und jetzt nehme ich mir hier so einen Sure-to-Win-Team und gucke, ob ich was finde, was ich damit ganz sicher geschlagen kriege. Nehme ich mal das. Los. Nee. Win. Ja? Wenn ich jetzt wieder zurückgehe an den Punkt, wo ich gerade war, dann werden mir jetzt andere Teams vorgeschlagen. Seht ihr das? Und schon kann ich an der Stelle mir überlegen, ja Mensch, das sieht doch viel besser aus als das gerade eben. Die zeig ich weg. Ja? Und so spielt man. Und aus dem Grund ist es notwendig, dass man zum Schluss halt auf Plätzen 1, 2, 3 nicht die Ravager stehen hat zu 100%. Weil was sollen denn die Ravager für Wins holen? Oder hier so eine Aim-Porsche-Knackbacke. Ja, das ist total... Ja, du nimmst diese Teams, um einen Reset zu machen, aber mit einem Win. Klack. Phoenix, was sollen die gegen Phoenix machen? Können sie nichts. Und schon gehe ich wieder zurück auf mein ursprüngliches Team. Ich weiß, dass das jetzt eine Sekunde länger dauert, als wenn man da einfach nur blöd durchklickt und simmt. Weiß ich, ist mir klar. Aber wer vernünftig blitzen will und das Maximum aus dem Spiel rausholen will und das Ganze Free-to-Play, muss sich gleich am Anfang angewöhnen, korrekt zu spielen. Korrekt zu spielen heißt, ich mache da mal wieder Werbung für unsere Blitz-Sim-Liste. Jackie, würdest du vielleicht zu Ende blitzen? Dann kann ich die Liste nämlich wieder zeigen. Sie guckt böse, das heißt, sie macht's. Achso, war noch eingeblendet. Ja. Aus dem Grund sind die Teams hier so komisch zusammengestellt. Die sind alle getestet, alle durchprobiert. Die funktionieren. Ja, hier zum Beispiel der absolute Grind gepaart mit Coulson alleine, überhaupt kein Problem. Die beiden zusammen mit dem Rotz, überhaupt kein Problem. Ihr könnt aus jedem Team einen Win ziehen. Darum sage ich, wenn ihr Sure-to-Win-Teams haben wollt, dann tut euch einen Gefallen. Schaut hier einfach mal rein. Es gibt Charaktere, die sind austauschbar. Ich wette, ihr kriegt auch eigene Teams zusammengestellt. Meine Empfehlung wäre das, weil da haben wir schon viel Zeit drauf verwendet.